Ich komme mir vor wie auf einem Alpenpass und rufe da ins Tal, aber wir sind nur bei uns im Haus der Europäischen Union hier in Berlin. Ich bin Jörg Wojan, Vertreter der Kommission in Deutschland. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich, dass wir diese Veranstaltung hier hosten können, wie es auf Neudeutsch heißt. Ich freue mich besonders, dass Professor Dr. Lehmann hier ist mit dem Goethe-Institut und das Thema Mehrsprachigkeit hier mit uns diskutiert. Heute noch physisch, in den nächsten Tagen und Wochen haben wir ja umstellen müssen auf rein elektronische Formate. Das hat auch ein paar Vorteile, weil man ein paar Leute vielleicht, jetzt gibt es sogar Rückkopplungen, ein paar Leute sogar vor die Kamera bekommt, die man sonst nicht bekommt. Thematisch sind wir natürlich da als Europäische Kommission ohnehin tief drin in der Mehrsprachigkeit, nicht nur, weil wir das größte Übersetzer- und Dolmetscherkorps der Welt haben, sondern weil es die Essenz unserer Organisation ist, dass da alle Sprachen gleichberechtigt sind zwischen den Mitgliedstaaten. Oft, auch in der deutschen Debatte, regen sich ja alle auf, warum muss das alles übersetzt werden oder gar gedolmetscht werden. Also zumindest beim Übersetzen, denke ich, ist es völlig klar. Wir müssen halt sicherstellen, dass auch der polnische Grenzbeamte das europäische Recht kennt, wenn er es anwenden muss. Wir müssen das sicherstellen und dazu muss er verstehen, was das europäische Recht ist. Wir brauchen natürlich auch, Sie wissen das alle, wir brauchen auch Mehrsprachigkeit, um die Menschen näher zu bringen in der Praxis. Was bringt uns der ganze europäische Bildungsraum? Was bringt uns Erasmus, wenn alle nur eine Sprache und zwar jeder seine eigene sprechen? Also auch um von Bildung in Europa richtig profitieren zu können, muss man vielleicht mehr als eine Sprache beherrschen. Das sind die Dinge, die wir fördern. Und ich will mit einer Anekdote enden, die was mit dem Brexit zu tun hat, weil heute hatte ich ein Mittagessen mit einem Bundesminister und der auch sehr großen Wert darauf legte, dass man Deutsch spricht. Und ich höre öfter in Deutschland und auch durchaus in anderen Mitgliedstaaten, dass wir jetzt nicht mehr so viel Englisch sprechen sollten, weil ja Großbritannien nicht mehr in der EU ist. Und ich sage dann immer, es ist ja gerade praktisch, dass wir viel Englisch sprechen, weil dann ist keiner im Vorteil. Weil die Engländer können alle so super Englisch sprechen, wir können alle nicht gut Englisch sprechen, aber wir können alle gleich schlecht Englisch sprechen, dadurch sind wir alle gleich und keiner hat einen Vorteil. Ich lasse jetzt mal die Iren und die Malteser vielleicht aus. Deswegen verstehe ich das nicht, wenn da manche ein bisschen jammern und sagen, nein, wir müssen jetzt nicht mehr Englisch sprechen, wir sollten andere Sprachen sprechen. Lasst uns doch Englisch sprechen, da sind alle gleich schlecht drin. Aber wir wollen ja hier alle nicht schlecht, sondern gut sein in Fremdsprachen. Deswegen höre ich lieber auf, Leute auf die falsche Fährte zu locken und gebe die Bühne wieder frei. Also schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Wojan. Ich habe in den letzten Tagen an Sie denken müssen, weil Sie beim 30. Jahrestag der deutschen Einheit immer plädiert hatten. Freut euch, dass Deutschland zusammen ist, aber vergesst nicht ganz, dass Deutschland damals auch vor allen Dingen die ehemalige DDR der EWG, also der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, beigetreten ist. Und Sie hätten viel Spaß gehabt in Brüssel, weil nämlich in Brüssel Manneken Pis, die Kultfigur, diese 60 Zentimeter Bronze, die immer pieselt, deutsch eingekleidet worden ist an dem großen Einheitsfeiertag. Also man hat den besten Brüsseler Schneider engagiert und der hat also ein Maßgewand für Manneken Pis in Schwarz-Rot-Gold mit der innerdeutschen Grenze eingestickt und Berlin eingezeichnet. Aber Manneken Pis hat eben auch die Europafahne unterm Arm gehabt. Also insofern ist Ihr Appell von Manneken Pis gehört worden und so steht er jetzt an dem Brunnen. Mein Name ist Ralf Siener. Wenn ich hier nicht im schönen Berlin sein darf, bin ich in Brüssel. Ich bin WDR, NDR Hörfunkmensch und erlebe Brüssel zurzeit in der Situation, dass sehr viel auf Deutschland gehört wird. Deutschland hat die Ratspräsidentschaft und es ist im Moment eine richtig dramatische Situation, weil unklar ist, ob und wann halt dieser 1,8 Billionen Deal, von dem so viel abhängt, also der EU-Haushalt und der Corona-Aufbaufonds durchkommt. Und das Interessante ist, als der deutsche Botschafter gesagt hat, wie schwierig die Situation im Moment ist der Wert des Euro direkt abgesackt. Das heißt, das deutsche Wort in Brüssel, das Wort eines deutschen Botschafters, beeinflusst zurzeit sogar die internationalen Finanzmärkte und Aktienmärkte.
Und weil es ja hier auch eine Veranstaltung des Europanetzwerkes Deutsch ist und die Frage, welche Rolle spielt die deutsche Sprache und Deutschland im Moment in der EU in dieser Phase der Ratspräsidentschaft, da muss man sagen, eine wirklich existenziell wichtige. Und man weiß nicht genau, wie dieses Ringen mit dem Parlament und dem Rat ausgeht. Also insofern spannend, aber ich durfte hier hinkommen und darf jetzt ankündigen, eine Frau, die eigentlich körperlich, physisch bei uns sein sollte, bei diesem letzten physischen Treffen hier, Michelle Müntefering, Staatsministerin für Kultur im Auswärtigen Amt für internationale Kultur, heute Bundestagswoche, namentliche Abstimmung, deswegen Michelle Müntefering da verdonnert da zu sein, konnte nicht rüberkommen, hat aber eine Videobotschaft formuliert und sie ist in Brüssel als jemand bekannt, der sich sehr einsetzt für Offenheit, für Mehrsprachigkeit und im Grunde genommen für einen Cultural Deal. Er sagte, man macht nicht nur den Green Deal, sondern macht auch einen Cultural Deal. So, jetzt hat das Wort Michelle Müntefering. Sehr geehrte Damen und Herren, im Himmel wird Deutsch gesprochen. Warum? Weil man eine Ewigkeit braucht, um es zu lernen. So kommentierte der deutsch-brasilianische Fußballer Kaká das 25-jährige Jubiläum des Europanetzwerks Deutsch vor einem Jahr in Brüssel. Und das stimmt schon, Deutsch kann ganz schön vertrackt sein. Wie erklärt man jemandem, der gerade Deutsch lernt, dass Umfahren das Gegenteil von Umfahren ist? Jede Sprache hat ihre Tücken. In der Europäischen Union gibt es davon 24, wenn man nur die Amtssprachen zählt. Ein babylonisches Sprachengewirr, aber auch ein riesiger Schatz an kultureller Vielfalt, den es zu erhalten gilt. Sprache ermöglicht Austausch. Um miteinander ins Gespräch zu kommen, müssen wir auch nicht alle dieselbe Sprache sprechen. Wir müssen aber einander verstehen. Und gerade jetzt ist das in Europa besonders wichtig. Corona machte es zeitweise nötig, doch überall auf dem Kontinent gab es und gibt es Kräfte, die die Zugbrücken gerne dauerhaft hochfahren würden. Gleichzeitig hat uns die Pandemie vor Augen geführt, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind. Für unsere gemeinsame Zukunft als Europäerinnen und Europäer brauchen wir ein gemeinsames europäisches Verständnis, wo wir herkommen und wo wir hinwollen. Wir brauchen einen gemeinsamen europäischen Diskurs über die Herausforderungen, vor denen wir stehen, über unsere gemeinsame Zukunft. Europa ist dann stark, wenn es im Inneren solidarisch zusammenhält und nach außen seine Werte und Interessen gemeinsam vertritt. Außenminister Maas hat das in 2 Worte zusammengefasst: Solidarität und Souveränität. Das wird uns aber nur gelingen, wenn wir die große Stärke Europas nutzen, die Vielfalt seiner unterschiedlichen Perspektiven. Sprachliche Vielfalt gehört hier unbedingt dazu. Sie macht einen wesentlichen Teil unserer Identitäten aus und sollte daher essentieller Teil unseres europäischen Gesprächs sein. Mehrsprachigkeit heißt, sich in andere hineindenken. Aber seien wir ehrlich, Mehrsprachigkeit macht die Verständigung auch nicht leichter. Es braucht viele Jahre, eine andere Sprache zu lernen und nicht jeder schafft das und nicht jeder hat die Möglichkeit dazu. Bildung und Chancengerechtigkeit bleibt deswegen ein wichtiges Thema. Es darf nicht nur eine gut ausgebildete Elite sprechen, sondern wir müssen das Ziel haben, ganze Gesellschaften miteinander ins Gespräch zu bringen. Und hierzu braucht es Jugendaustausch, Begegnungen und Freundschaften über Grenzen hinweg und viele noch neu zu entdeckende Möglichkeiten, die es gibt, gerade im virtuellen Raum. Und so unterstützen automatische Übersetzungsprogramme die Kommunikation und spielerische digitale Formate bringen Menschen ungeachtet von Sprachbarrieren zusammen. Und das müssen wir stärker nutzen. Ein gutes Beispiel ist das Projekt Earth Speaker, das im Mittelpunkt unseres Kulturprogramms zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft steht. Es funktioniert als App, die man sich auf das Handy runterladen kann. Und die Idee ist, die Stimmen der Kinder und Jugendlichen in Europa wie ein Lautsprecher zu verstärken und in die europäische Öffentlichkeit hineinzutragen. Und zwar ganz egal, ob auf Französisch, Polnisch oder Italienisch. Für mich ein Stück
gelebte europäische Vielstimmigkeit. Sehr verehrte Damen und Herren, laden Sie sich die App herunter, Earth Speaker. Wir wollen Verbindungen schaffen und es gilt auch, sie zu erhalten und auszubauen, denn das ist die beste Voraussetzung dafür, die Vielstimmigkeit Europas in ein gemeinsames Konzert übersetzen zu können. Und darum geht es auch heute. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert gibt es inzwischen das Programm Mehrsprachigkeit in Europa. Es wird gefördert vom Auswärtigen Amt und dem Goethe-Institut und das Ziel ist, die politische und gesellschaftliche Bedeutung von Mehrsprachigkeit deutlich zu machen und Akteuren aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft miteinander ins Gespräch zu bringen und zu vernetzen. Und es freut mich, dass dieses Jahr das Europanetzwerk Deutsch gemeinsam mit den Goethe-Instituten in Lissabon und Ljubljana und der Europäischen Kommission diese Konferenz organisiert. Ein schönes Zeichen auch für die enge Zusammenarbeit im Rahmen unserer Trio-Präsidentschaft. Vor uns liegt ein tolles Programm über die Bedeutung sprachlicher Vielfalt in Europa und Ihnen allen wünsche ich dabei intensive und bereichernde Diskussionen. Die haben wir hier heute im Bundestag sicherlich auch. Ich hoffe, dass Ihre Ideen und Ihr Engagement für ein vielfältiges, solidarisches und starkes Europa anhalten und gleichzeitig, dass Sie auf Ihrem Weg nichts anhält. Das ist übrigens noch so eine schöne deutsche Doppeldeutigkeit. Ihnen eine gute Konferenz, produktive Gespräche und alles Gute. Ja, danke an Michelle Müntefering, die heute trotz des Stresses sich noch diese 5 Minuten, 20 Sekunden Zeit genommen hat und die Botschaft an das Europanetzwerk Deutsch, an diese Konferenz und unsere Diskussion zu formulieren. Und herein den Saal betritt das Pazifik-Trio. Ich habe vorher, man googelt ja immer die Künstler, die Gesprächspartner, die man hat, dann habe ich Pazifik-Trio eingegeben, da findet man nichts. Wenn Sie diese tolle Truppe im Internet finden wollen, kein Problem, alles gut. Wir bauen das wieder zusammen, ist so ein bisschen Ikea-mäßig. Perfekt. Ohne den Nimbus. Jedenfalls, wenn Sie das Trio kennenlernen wollen oder im Internet, dann müssen Sie unter Quintett gucken. Also Pazifik Quintett. Nur wegen Corona treten Sie in einer kleineren Besatzung auf. Und Sie spielen ein Stück von Jacques Francis Antoine, aber man kann einfach sagen, Jacques Ibert. Ne? Ich soll einfach Jacques Ibert sagen, ich sehe den anderen Namen. Genau. Ich habe über den nachgelesen, den habe ich dann direkt im Netz gefunden. Bei ihm fand ich ganz spannend. Er war verboten während der Vichy-Zeit in Frankreich. Und es war dann de Gaulle, der ihn persönlich Ende 1944 wieder nach Paris zurückgeordert hat. Also Ibert auch politisch eine spannende Figur. So, und jetzt gehört der Ton dem Pazifik-Trio, das eigentlich das Pazifik-Quintett ist. Dankeschön.
Und ich muss mich auf die Bühne stellen, hat mein Chef gesagt. Ich stehe so richtig. Und wer sich fragt, warum spiele ich nicht einfach weiter, sie werden zum Schluss nochmal spielen. Das Pazifiktrio ist von der Hans-Eisler Musikhochschule hier in Berlin, die weltweit zu den führenden Kammermusikschulen gehört, also in einer Liga mit Vollbrandschulen in Essen und anderen. Und wie gesagt, am Ende hören wir. So, jetzt kommen wir zu einem Herrn, dem ich schon mal eine Stunde gelauscht habe, ohne dass er es weiß, weil er nämlich im Radio war, bei der Sendung NDR Kultur à la carte. Er heißt Klaus-Dieter Lehmann. Er ist seit 12 Jahren ehrenamtlicher Präsident der Goethe-Gesellschaft, der aller Goethe-Institute. Und Herr Lehmann, von Ihrer Biografie, als ich so der Radiosendung lauschte, sind ein großer Musikfan. Großer Chopin, Ferngès-Fan habe ich gelernt. Aber was mich vor allen Dingen beeindruckt hat, wie Sie erzählt haben, dass Sie als jemand, der ja noch im Krieg geboren wurde, im Zweiten Weltkrieg geboren wurde, sich aufgemacht hat nach Frankreich. Das Thema, was wir heute haben, Mehrsprachigkeit, Öffnung gegenüber den Nachbarn und zu einer Zeit dahin getrennt ist, als Deutsche in Frankreich noch nicht ganz so beliebt waren. Und dann auch entsprechend beschimpft worden ist, erstmal mit den einschlägigen Worten, aber das ausgehalten hat und trotzdem Freundschaften geschlossen hat oder gerade nach dem Überwinden der Anfangsschwierigkeit Freundschaften geschlossen hat. Und Sie haben bei mir so ein Gefühl wachgerufen. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich am Anfang in die Niederlande gefahren bin, dass es auch nicht immer nur einfach war. Und insofern, dass das Thema, was wir hier heute haben, der Blick auf die Nachbarn, Mehrsprachigkeit, nicht immer nur einfach easy war, gerade mit unserer deutschen Geschichte. Aber Sie haben sich dem gestellt und das nicht nur in Frankreich. Sie waren jetzt in dieser schwierigen Corona-Phase für das Management mit der Goethe-Institute verantwortlich. Die Frage, wie halten wir diesen Laden aufrecht weltweit? Wie ist Kulturaustausch möglich, wo Reisen kaum noch möglich ist? Wie können wir das schaffen und wie können wir vielleicht sogar neue Formate für die Zukunft entwickeln? Ich habe Ihnen gebannt gelauscht und werde das jetzt auch tun. Klaus-Dieter Lehmann, Sie haben das Wort. Vielen Dank für die sehr persönliche Einführung. Herr Dr. Wojan, Exzellenz, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich muss Ihnen erst zu dem Ort hier Glückwünsche aussprechen. Es ist ein kommunikativer Ort. Auch in Zeiten der Corona-Krise ist es möglich, einen physischen Raum mit einem digitalen Raum zu verbinden. Und ich glaube, das ist die Qualität der Räume in dieser Zeit, die wir uns wünschen. Also herzliche Glückwünsche und ich freue mich, dass wir so kommunikativ hier zusammen sein können. Europa ist ein Kontinent der sprachlichen und der kulturellen Vielfalt. Ist das nicht eher ein Hindernis für die europäische Idee, eine gemeinsame Verantwortung für Europa wahrzunehmen, oder kann die Vielfalt sogar einen Gewinn bedeuten? Europa und hier insbesondere die Europäische Union wird in erster Linie als ökonomisches Projekt gesehen. Immer mehr Lebensbereiche werden marktwirtschaftlichen Prinzipien unterworfen und die weitgehende ökonomische Ausrichtung der EU reicht aber offensichtlich nicht aus, um eine gemeinsame Verantwortung zu entwickeln. Letztlich ist unser menschliches Zusammenleben eine kulturelle Leistung. Und Europas entscheidende Motivation leitet sich deshalb nicht zuletzt aus den Möglichkeiten eines kulturellen Projektes ab. Unsere Verschiedenheit und unsere Zusammengehörigkeit im gemeinsamen europäischen Kulturraum stehen in einem jeweils neu auszutarierenden Spannungsverhältnis. Gerade in den heutigen Zeiten mit Migration, Globalisierung, Digitalisierung und auch von wachsendem Populismus geprägt ist die europäische Verständigung auf einheitliche europäische Werte wichtiger denn je. Und Verständigung beginnt beim gegenseitigen Verstehen. Dazu gehören selbstverständlich die Sprachen. Sprache ist aber mehr als ein Werkzeug zur Verständigung. Es ist vorhin schon mal angesprochen worden. Sie ist eingebettet in den jeweiligen kulturellen Kontext und sie ist ein Kulturträger. Besonders augenfällig wird es natürlich in den Literaturen der jeweiligen Sprachen, aber auch im Zusammenhang mit Denken und Sprechen. Es gibt eine ganz und gar poetische Deutung der Vielfalt der Sprachen von dem rumänischen Philosophen
André Pleschou, der die Entstehung der Sprachen den Engeln zuschreibt. Und er sagt, jedes Volk hat einen bestimmten Schutzengel, der auch Schutzpatron seines Sprechens ist. Da von jedem Teil des Himmels die Erde eine andere sei, gäbe es eine internationale Konvention, die die Observatorien in jedem Land verpflichtet, die Daten mitzuteilen, die auf ihrem Teil des Himmels gesammelt werden. In jeder Sprache gäbe es Dinge, die nur in dieser Sprache gedacht oder gesagt werden können. Wenn man beispielsweise Scheu hat, Deutsch zu sprechen, bleibt der Teil des Himmels unerforscht und der Engel wird melancholisch. Wer will schon einen melancholischen Schutzengel haben? Die deutsche Sprache ist nicht die Weltsprache. Hier werden und wollen wir der englischen Sprache den Rang als Lingua Franca nicht streitig machen. Aber ohne Zweifel ist sie eine der bedeutendsten Kultursprachen. Ohne das Englische kommen wir als Verkehrssprache nicht aus. Sie wird aber zur weltweiten Verständigung zuallererst als Werkzeug benutzt und nicht als Kulturträger. Die Einschränkung auf eine Lingua Franca bedeutet immer eine kognitive Einschränkung und auch den Ausschluss von Menschen. Es gab in der Vergangenheit mit der lateinischen Sprache durchaus eine ähnliche Situation. Erst durch die Öffnung der Nationalsprachen war eine breite Volksbildung möglich und würden die durch Sprache und Kultur unterschiedlichen Herangehensweisen nicht mehr nebeneinander stehen, wäre das ein herber Verlust. Nur eine vielfältig genutzte und einsetzbare Sprache ist auch eine attraktive Sprache. Für die eigenen Muttersprachler, aber auch für diejenigen, die eine Wahl einer Fremdsprache zu treffen haben. Der Wortschatz des Deutschen, der den Ausdrucksreichtum einer Sprache ausmacht, ist so umfassend und so differenziert wie in kaum einer anderen Sprache. Eine aktuelle Untersuchung hat ergeben, dass der Korpus der deutschen Gegenwartssprache mehr als 5 Millionen Wörter umfasst. Nicht die zusammengesetzten Wörter, sondern wirklich die eigenständigen. Das ist ein Drittel an Begriffen verglichen mit dem Korpus von vor 100 Jahren mehr. Das zeigt, wie dynamisch die deutsche Sprache ist und in der Welt sprechen etwa 100 Millionen Menschen Deutsch als Muttersprache und noch einmal so viele als Fremdsprache. Und aktuell lernen derzeit knapp 16 Millionen Menschen Deutsch. Und insgesamt lässt sich feststellen, dass in den letzten 5 Jahren in den meisten Ländern ein konstantes oder steigendes Interesse an der deutschen Sprache besteht. Allein bei den fast 160 Goethe-Instituten gab es in den letzten 5 Jahren eine Steigerung von 20% bei den Kursteilnehmern und eine Steigerung von 30% bei den Prüfungen im Vergleich zum Vorjahr. Im Inland wird ein zusätzlicher Faktor der Zunahme von Deutschlernenden durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ausgelöst werden. Immer dann, wenn der fachliche und berufliche Nutzen der Sprache erkennbar ist oder wenn sich kulturelles Interesse auf bestimmte Entwicklungen fokussieren lässt, wirkt sich das auf das Interesse der Sprachenlernenden aus. Und hinzu kommt das Zusammenspiel von innen und außen durch die Migration, bei der die deutsche Sprache der Schlüssel zur Integration ist. Für die deutsche Sprache gab es nach den Weltkriegen und den Gräueltaten der Nationalsozialisten einen massiven Rückgang. Auch die Deutschen selbst schämten sich der eigenen Sprache als die Sprache der Unmenschen. Und es war ein langer Weg, bis Deutsch wieder gleichgesetzt wurde mit Kultur, Zivilisation, Wissenschaft oder Völkerverständigung. Und die Deutschen selbst machten es sich dann zunächst bequem in der Gleichgültigkeit gegenüber der eigenen Sprache. Aber es ist mit der Sprache ähnlich wie mit anderen Kulturgütern. Mangelnde Aufmerksamkeit lässt den Status sinken und die Bedeutung wird dann eher ein Dialekt. Diese Gefahr ist überwunden. Mehr Leidenschaft für die eigene Sprache ist in jedem Fall angebracht.
Das wirkt sich letztlich auch auf die Sprachvermittlung im Ausland aus. Die deutsche Sprache ist kein Selbstläufer. Es muss in sie investiert werden und eine aktive Sprachpolitik betrieben werden. Das gilt aber genauso für die anderen europäischen Sprachen. Die Mehrsprachigkeit Europas ist also ein Reichtum und das Bildungssystem sollte die Mehrsprachigkeit viel stärker als Potenzial erkennen, nutzen und systematisch fördern. Das Goethe-Institut tritt entschieden für die Förderung eines mehrsprachigen Europas ein und verfolgt seit seiner Gründung vor bald 70 Jahren eine weltoffene Sprachenpolitik. Im Ausland setzen wir uns gemeinsam mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen und dem DAAD für neue Zugänge zur deutschen Sprache im Ausland ein. Und neben den deutschen Auslandsschulen besteht seit 2008 mit dem Programm Schulen, Partner für die Zukunft ein weltweites Erfolgsmodell, in dem inzwischen sogenannten 2000 PASCH-Schulen werden deutsche Sprachabteilungen aufgebaut, Lehrer fortgebildet und die Schulen mit entsprechendem Lehrmaterial ausgestattet. Im Jahr 2002 setzte sich die Europäische Union in Barcelona ein ambitioniertes Ziel: Jeder Bürger der Europäischen Union soll sich nicht nur in seiner Muttersprache, sondern auch in 2 europäischen Fremdsprachen verständigen können. Und dies wurde 2019 in einem umfassenden Konzept erneut postuliert. Es ist der richtige Ansatz, aber es fehlt die Verbindlichkeit in den Schulsystemen. Derzeit besteht dieses Fremdsprachenkonzept in Europa leider nur auf dem Papier. Knapp die Hälfte aller Europäerinnen und Europäer gibt Eurostat zufolge an, dass sie nicht in der Lage ist, eine Unterhaltung in einer Zweitsprache zu führen. Und nur jeder 5. Befragte kann zusätzlich zu seiner eigenen Sprache 2 weitere Sprachen sprechen. Englisch ist die am weitesten verbreitete Fremdsprache in der Europäischen Union. Sie wird am häufigsten an Schulen gelehrt. Etwa 98% der Schüler erlernen sie. An zweiter Stelle steht das Französische mit 33%, gefolgt von Deutsch mit 23% und Spanisch mit 17%. Derzeit erleben wir aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungen der ost- und der westeuropäischen Länder und ihrer Ungleichzeitigkeit in der Entwicklung innerhalb der Europäischen Union, aber auch durch Tendenzen der Abschottung und der Meinungsmanipulation aufgrund der Corona-Pandemie ein Auseinanderdriften der europäischen Staaten. Ein Zusammenhang kann nur erreicht werden, wenn diesen unterschiedlichen Entwicklungsaspekten besser Rechnung getragen wird, im Sinne einer gemeinsamen Verantwortung und durch Stärkung der Beziehungen durch eine aktive Sprachpolitik in der Förderung der Mehrsprachigkeit. Eine solche Sprachenpolitik sollte weniger ein buntes Feuerwerk vielfältiger Fördermaßnahmen sein, sondern dem übergeordneten Ziel einer engeren Union dienen. Sinnvoll ist sicher zum einen die Konzentration auf Programme zugunsten der europäischen Amtssprachen und zum anderen auf Programme zugunsten der Sprachen der unmittelbaren Nachbarschaft. Gerade in den Grenzregionen herrscht ein reger Austausch und dort bestehen gute Chancen, Sprachkenntnisse für unmittelbare Berufs- und Lebensplanung zu nutzen. Dort werden Ansätze einer europäischen Öffentlichkeit für die Grenzen der nationalen Medienräume keine Relevanz haben, am ehesten sichtbar. Und dort ist auch unmittelbar erfahrbar, welche Vorteile Fremdsprachenkenntnisse bringen. Für Deutschland mit 9 Nachbarstaaten wäre das eine sinnvolle Strategie. Es gibt erfolgreiche Beispiele im Saarland mit Lothringen für eine deutsch-französische Nachbarsprachenförderung und auch in Sachsen gibt es interessante Ansätze für deutsch-polnische und deutsch-tschechische Kindergärten. Aber auch da fehlt bislang eine Gesamtstrategie. 2 Faktoren sind ausschlaggebend: die Effektivität des Sprachunterrichts im Schulsystem und die Auseinandersetzung mit den Sprachen der Umgebung, in der wir leben. Ein besonderes Förderprogramm zur Stärkung deutscher auswärtiger Kultur- und Sprachpolitik
ist das Europanetzwerk Deutsch, das auch die Konferenzserie Europa, deine Sprachen ausrichtet. Es richtet sich an aktuelle und zukünftige Entscheider in Europa, insbesondere an Bedienstete in den Institutionen der Europäischen Union, aber auch an Beamte in europäischen Ministerien. Ziel ist es, die deutsche Sprache als Arbeits- und Verfahrenssprache zu stärken und Verständnis für deutsche Position in Europa zu fördern. Und in den letzten 26 Jahren, so lange besteht das Programm, gefördert vom Auswärtigen Amt, besuchten fast 3000 Stipendiatinnen und Stipendiaten die Programme in Deutschland. Es ist eine Plattform, die auch andere Mitgliedstaaten zu vergleichbaren Programmen motivieren sollte. Der Spracherwerb für die Zielgruppe bleibt weiterhin wichtig, trotz der immer stärker werdenden Einsatzes von künstlicher Intelligenz und maschinellen Übersetzungsprogrammen. Mit Mehrsprachigkeit können wir uns in Europa nicht nur verstehen, sondern auch verständigen. Mehrsprachigkeit fördert die Mobilität und die gegenseitige Kenntnis. Und ohne Sprachenvielfalt ist auch Integration nicht vorstellbar. Und nicht zuletzt nur mit dem ernst gemeinten Prinzip der Mehrsprachigkeit hat Deutsch als Fremdsprache in Europa eine wirkliche Zukunft. Das Goethe-Institut nutzt gerne die EU-Ratspräsidentschaft zu einem Bekenntnis für die kreative Vielfalt Europas in zahlreichen europäischen Projekten. Die Sprachenpolitik gehört auf jeden Fall dazu. Ein Zitat von Blaise Pascal hat zu Vielfalt und Gemeinsamkeit folgende Phrase geprägt: Vielfalt, die sich nicht zur Einheit ordnet, ist Verwirrung. Einheit, die sich nicht zur Vielfalt gliedert, ist Tyrannei. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Lehmann. Ich fand Sie jetzt noch faszinierender als in der Radiosendung von NDR Kultur, muss ich sagen. Sie haben von den Engeln gesprochen, die jedes Land hat und die sozusagen die Flügel halten über spezifische Begriffe, die sich schwer übersetzen lassen. Und ich habe mal geguckt, was kann man im Deutschen eigentlich schwer übersetzen ins Englische, ins Französische, Spanische und so weiter. Ich glaube, es fängt schon an mit dem Begriff es zieht. Der ist nicht ganz einfach zu übersetzen. Es gab vor kurzem einen Artikel im Guardian, der bestand zur Hälfte aus deutschen Worten, weil dieser Artikel von Covid handelte und von der Art, mit den Deutschen mit Covid umzugehen. Und die Deutschen bestechen ja durch ihre Belüftungstechnik. Und dieser Guardian-Artikel benutzte die Worte Stoßlüftung, Querlüftung, Lüftung überhaupt, Lüftungstechnik und so weiter. Und die Hälfte dieses Artikels war kursiv in Deutsch gesetzt. Und da merkte man diese Schwierigkeit. Ich habe noch gefunden, Kuddelmuddel ist schwer zu übersetzen, innerer Schweinehund, Zugzwang, da sind wir wieder beim Ziehen, gemütlich, Erklärungsnot und Heimat. Also es gibt wirklich diese Spezifika. Und als mich Margit Fender, sozusagen die Seele des Europanetzwerks Deutsch, die auch diese Veranstaltung hier mit konzipiert hat, fragte, hast du nicht Lust mitzumachen, habe ich auch geguckt, wie groß ist eigentlich die deutsche Sprache? Und genau, was Sie gesagt haben, Goethe kam mit 100.000 Worten aus. Der Grimmsche Wörterbuch war schon 450.000 und Sie haben es erwähnt, jetzt sind es 5 Millionen. Und wir wollen uns jetzt Menschen angucken, die sich dieser immer komplexeren Sprache ausgesetzt haben. 3 Teilnehmer des Europa-Netzwerkes Deutsch, die uns per Video, nicht dass gleich wieder IKEA zusammenbricht, die uns per Video ihre Erfahrungen schildern. An der Uni Padua, wo ich Jura studierte, erfuhr ich, dass in meinem Wohnheim eine Gruppe deutscher Austauschstudenten der Universität Würzburg angetroffen war. Ich ergriff diese Gelegenheit beim Schopf, um zu fragen, ob vielleicht einer von ihnen Interesse an einem gegenseitigen Sprachaustausch hätte, Deutsch gegen Italienischstunden. Mein zukünftiger Mann erklärte sich gerne dazu bereit und gemeinsam begannen wir, den Hiob von Joseph Roth zu lesen.
Gut, wir haben den Unterricht nicht lange durchgehalten, aber diese Bekanntschaft hat es mir ermöglicht, nicht nur die Sprache und die Literatur der Deutschen besser kennen und schätzen zu lernen, sondern darüber hinaus auch die Denk- und Geisteswelt, die durch diese Sprache transportiert wird. Das Deutsche ist berüchtigt für seine komplexe Grammatik, zusammengesetzte Endloswörter, die Satzstruktur, wo plötzlich am Ende ein völlig unerwartetes Verb steht oder gar eine Verneinung, die alles ins Gegenteil verkehrt, was man gerade mühsam verstanden zu haben glaubte und so weiter und so weiter. Es ist aber auch bekannt für seine Rationalität und Klarheit und Präzision. Es lässt kaum Spielraum für konstruktive Zweideutigkeit oder Unterschwelliges. Ich kann Ihnen sagen, dass dies wertvolle Eigenschaften sind, die ich gerade in meinem Beruf als Sprachjuristen in einer EU-Institution sehr zu schätzen weiß. In diesem Beruf muss ich für die juristische Gleichheit der Rechtsakte der EU in allen ihren Amtssprachen garantieren. Die Rolle des Sprachlehrers ist von fundamentaler Bedeutung, wenn es um die Vermittlung nicht nur der Sprachkenntnisse an sich, sondern auch um die mit der Sprache verbundenen Wertvorstellungen geht. Daher geht mein aufrichtiger Dank an das Goethe-Institut. In Zeiten wieder zunehmender Spaltung und wachsender Nationalismus wird das Erlernen anderer Sprache geradezu einer Bürgerpflicht. Die deutsche Sprache gibt es nicht ohne Fleiß und Mühen, aber dafür ist sie ein unendlicher Quell intellektueller und menschlicher Genugtuung. Danke. Hallo. Mein Name ist Tarwa Kungler. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen aus Brüssel. Ich bin Este und stellvertretender Referatsleiter bei dem Europäischen Auswärtigen Dienst. Ich habe für mich prägende Jahre während meines Studiums in Deutschland verbracht. Deswegen habe ich einen sehr starken Bezug zu Deutschland. Und ich bin sehr froh, dass ich diesen Bezug hier in Brüssel aufrechthalten und sogar weiterentwickeln kann. Das mehrsprachige Arbeits- und Lebensumfeld sowie auch die Möglichkeit, Deutsch zu sprechen, ist sehr wichtig für mich. Nun, wie steht es um die deutsche Sprache in Brüssel? Es gilt als unumstritten, dass die Bedeutung der deutschen Sprache seit der EU-Osterweiterung enorm zugenommen hat. Und ich bin der lebende Beweis dafür. Es gibt immer mehr Nicht-Muttersprachler in den EU-Institutionen, die sehr gut Deutsch können, sogar besser als Englisch oder Französisch. Ich habe etliche Kollegen unterschiedlicher Nationalitäten, mit denen ich fast immer Deutsch rede. Viele dieser Kollegen haben, so wie ich, auch in Deutschland studiert und wurden so in Deutschland sozialisiert teilweise. Das Goethe-Institut in Brüssel spielt eine wichtige Rolle, um Netzwerke der deutschsprachigen Kollegen in den Institutionen zu fördern. Und ich würde auch sagen, dass die gegenwärtige deutsche EU-Ratspräsidentschaft auch einen neuen Impuls für Deutschland in der EU bringt. Dies ist natürlich auch eine Chance für die deutsche Sprache in den EU-Institutionen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen interessante und anregende Diskussionen. Vielen Dank. Mein Name ist Małgorzata Bojańczyk und 16 Jahre lang war ich Beamtin im Ministerium für Landwirtschaft und Entwicklung der ländlichen Räume in Polen. Ich habe mich mit der gemeinsamen Agrarpolitik in der Europäischen Union im Bereich ländliche Entwicklung befasst. Seit vergangenem September bin ich nur Direktorin des polnischen Vereins für nachhaltige Landwirtschaft. Und warum Deutsch? Deutsch ist eine der am weitesten verbreiteten Sprachen in Europa. Es gibt schätzungsweise etwa 120 Millionen Menschen, die deutsche Muttersprachler sind. Deutschland ist für Polen einer der wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Partner. Vor allem aber ist Deutschland unser Nachbarland und gute Kommunikation und gegenseitiges Verstehen daher besonders wichtig. Der Poet Friedrich Ruckert sagte: Mit jeder Sprache mehr, die du erlernst, befreist du einen bis daher in dir gebundenen Geist. Es ist eine Tatsache,
Wenn wir die Sprache eines Landes sprechen, stehen uns nicht nur die Türe und Tore offen, sondern auch es erschließt uns unbekannt gewesene Weltempfindung. Ich bin dem Europanetzwerk Deutsch seit 2009 treu geblieben. Welche Vorteile bietet das Programm? Das Erleben der europäischen Kultur, umfassenden Wissensaustausch, eine Chance, zusätzliche Fähigkeiten zu erwerben und diese dann solidarisch zu teilen. Dies war und ist für mich immer besonders wichtig, das Kennenlernen neuer, interessanter Menschen, die oft Freunde für das ganze Leben bleiben. Deutschland hat in diesem Jahr die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Das ist sicher eine gute Zeit, um die Rolle der deutschen Sprache und der Europäischen Union auch hier in Polen zu betonen. In Polen leben viele Menschen, die die deutsche Sprache lieben und viele Verbindungen mit der Europäischen Union haben. Deshalb ist es wichtig, klar zu kommunizieren, dass es kein Widerspruch sein muss, der eigenen Nation anzugehören und dennoch wirklich Europäer zu sein. Drei Leitern von Sprachinstituten. Einmal Goethe-Institut in Brüssel, Elke Kaschel-Moni. Ich hoffe, wir sind zugeschaltet. Und Frau Kaschel-Moni, ja, ich erkenne Sie. Herzlich willkommen. Ein Gruß aus Berlin. Frau Kaschel-Moni ist promovierte Nahostwissenschaftlerin. Sie war für Goethe in Kairo, hat dort das Goethe-Institut in Ägypten geleitet, war gleichzeitig für die Koordination in Nordafrika zuständig. Das war zu einer Zeit, wo es noch kein Corona gab, wo noch die Veranstaltungen brechend voll waren. Frau Kaschel-Moni ist dann im vergangenen Jahr nach Brüssel gekommen, leitet seit einem Jahr das Goethe-Institut dort und ist aber gleichzeitig auch für die Goethe-Institute in Südwesteuropa zuständig und natürlich auch für die Kommunikation mit der EU. Herzlich willkommen, Frau Kaschel-Moni. Dankeschön. Danke. Ein Gruß nach Berlin. Als Brüsseler Lokalpatriot muss ich übrigens noch hinzufügen, dass Frau Kaschel-Moni jetzt am Tag der Deutschen Einheit nicht Manneken Pissdeutsch eingekleidet hat, aber auf dem Grand Place eine Mauer aufgebaut hat aus Holzklötzchen. 6000 Holzklötze, die in so einer Art transparenten Regal waren. Und auf diesen Holzklötzchen waren Zitate berühmter Dichter und Denker aus Europa, von Albert Einstein bis Oscar Wilde. Und die Menschen in Brüssel, die dann auf diesen Grand Place gegangen sind, haben sich aus diesem Regal immer so ein Holzklötzchen rausgenommen und durften das auch mit nach Hause nehmen mit ihrem Lieblingszitat, wodurch diese Mauer aus Zitaten aus Europa verschwand. Und irgendwann war sie nicht mehr da, aber die Leute waren glücklich mit ihrem Klötzchen zu Hause. Und das ist eine Aktion gewesen, die ganz gut angekommen ist. So, jetzt aber nicht Schluss mit Brüssel erstmal. Cyril Blondel, Leiter vom Institut Français, herzlich willkommen, Herr Blondel. Ich habe auf meiner Karteikarte stehen, dass Sie auch eigentlich an der französischen Botschaft tätig sind. Sie sind Botschaftsrat der Abteilung für, was muss ich immer ablesen, Kultur, Bildung und Hochschulwesen. Und da war ich im ersten Moment verblüfft. Da habe ich gedacht, was ist er denn jetzt? Ist er Leiter des Institut Français oder ist er jetzt Botschaft? Und wieso hat das eine mit dem anderen zu tun? Aber Sie können sich mal kurz das Mikrofon schnappen. Es hat was miteinander zu tun. Ja, wir haben ein ziemlich anderes System als Deutschland und eigentlich andere Länder. Und für uns es ist nur eine Stelle, aber es stimmt, ziemlich viel Arbeit damit. Also ich berate der Botschafterin und ich leite auch unser Netzwerk in Deutschland. Aber es hat auch ein bisschen Sinn, weil wir haben dieselben Prioritäten. Ja, aber es ist interessant, weil bei Frankreich denkt man immer, die sind ganz zentralistisch und so einer bestimmt alles. Aber das ist ja eigentlich eher ein dezentrales Modell, ne? Dass die Goethe-Institute dann angegliedert sind an die jeweilige Botschaft des Landes.
Ja, man kann das so sehen und ich glaube für uns, also jedes Land hat seine Tradition und für uns, es ist ziemlich neu, nur etwa 10 Jahre alt, aber für uns es läuft, weil wir denken, dass unser Netzwerk soll am besten die Prioritäten, die wir in der Botschaft sehen, anpassen. Ich habe auf Ihrer Webseite einmal Armin Laschet entdeckt. Als Nordrhein-Westfale habe ich gedacht, was macht denn der da? Der wirbt für Französisch zu lernen, habe ich gesehen. Und dann habe ich gesehen, dass noch ein Institut, die Stiftung Genshagen bei Ihnen eine Rolle spielt. Warum das? Eigentlich war in Genshagen am Freitag. Es ist ein toller Ort, eine tolle Stiftung für Zusammenarbeit zwischen nicht nur Deutschland und Frankreich, aber auch Polen. Das ist super wichtig. Sie haben auch Armin Laschet erwähnt. Er ist der Bevollmächtigte der Bundesländer für die kulturelle Zusammenarbeit mit Frankreich. Das ist sehr, sehr wichtig und er trifft oft mit unseren Ministerien und auch, er war im Élysée-Palast Anfang September, um zusammenzuarbeiten, um zum Beispiel Sprachförderung eigentlich zwischen Deutschland und Frankreich und andere tolle Projekte. Herr Blonder, vielen Dank. Das erstmal als kurze Einführung. Dann würde ich gerne auf die Bühne bitten. Ignacio Olmos, in Madrid geboren. Ich versuche es mal aus dem Kopf, Herr Olmos. Ich habe Ihre Biografie gelesen. Eigentlich sind Sie der Vater aller Cervantes-Institute in Deutschland, von Hamburg, München, Frankfurt, Bremen, Berlin. Irgendwie haben Sie alle gegründet? München, ja. München, genau. Mir ist in Erinnerung geblieben, dass Sie auch globetrotterig sind. Sie waren in den USA, in New York und in Chicago, haben auch da Cervantes-Institute, ich weiß jetzt nicht, ob Sie da auch gegründet haben, aber zumindest geleitet. Und dann habe ich noch gespinkst, aber das darf ich, glaube ich, gar nicht sagen, auf Ihrer Twitter-Seite. Und ich bin kein großer Stierkampfkenner, aber habe Stierkampffilme gesehen und muss zugeben, das ist politisch jetzt sehr unkorrekt und auch sehr persönlich, dass, obwohl ich großer Tierschützer bin, ich denen doch eine gewisse Ästhetik nicht absprechen konnte und fand es interessant, einfach zu sehen auf Ihrer Seite. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, jetzt zu unserem Thema. Frau Castelmoni, Sie sitzen in Brüssel und die EU hat sich ja die Förderung der Sprachen, der deutschen Sprache, der Mehrsprachigkeit ganz groß auch auf die Fahne geschrieben. Und dann haben Sie ja mit den EU-Institutionen auch zu tun. Haben Sie den Eindruck, dass gerade jetzt in dieser krisenhaften Situation für Sprachinstitute, ganz gleich, ob es jetzt Institut Français ist oder Cervantes oder Goethe, dass sich die EU dort wirklich kümmert und sagt, das ist wichtig, das ist ein Stück Kulturförderung, das wir leisten müssen. Und es geht nicht nur um die Industriebereiche. Also ich glaube, was wir merken, ist generell Kultur, auch der Kreativbereich ist ja in aller Munde. Alle sagen, wie wichtig es ist, Kulturarbeit, Bildungsarbeit zu unterstützen, gerade in Zeichen der Krise, denn Kulturbildung, Sprachen, wir haben jetzt auch ganz viele Beispiele gehört, welche Bedeutung die haben für Zusammenhalt, für Verständigung. Und gerade jetzt in dieser Krisenzeit scheint die Bedeutung dessen sehr präsent zu sein. Natürlich verfolgen wir das viel ja auch heute schon mit Argusaugen, was dann sozusagen im Rahmen der Verhandlungen passiert zum mehrjährigen Finanzrahmen. Da, glaube ich, können wir alle noch mehr dafür tun und dafür werben, dass sich die Worte sozusagen noch mehr auch im Budget niederschlagen. In der Tat. Also Deutschland will ja nochmal 9 Milliarden eventuell aufstocken. Das wäre für Sie ein Signal. Wie ist bei Ihnen die Situation in Brüssel, weil Sie auch für den südwesteuropäischen Bereich zuständig sind? Ist es dramatisch durch Covid? Also, dass die Leute sagen, wir haben wirklich so existenzielle Sorgen, wir haben einfach keine Kapazität mehr für Sprachen, oder kommen Leute vielleicht gerade wegen der Krise, um ihre Berufschancen zu verbessern? Wie ist die Situation aus Ihrer Sicht in Brüssel? Also ich glaube, die Situation ist schon dramatisch durch Covid und wir alle merken das ja. Covid ist wirklich eine Disruption für unser Leben, unsere Arbeit, unseren Alltag.
Wir haben sehr stark gemerkt, und ich glaube, das betrifft alle europäischen Kulturinstitute, auch wir im Goethe-Institut, dass wir haben natürlich sehr viel präsentisch veranstaltet. Kursteilnehmerinnen, Kursteilnehmer sind zu uns in die Institute gekommen, durch die Region hindurch, auch in Brüssel, um bei uns zu lernen. Wir hatten auch vorher schon Online-Angebote, aber der Hauptteil, der Hauptfokus unserer Arbeit war wirklich im Physischen. Das ist durch Covid wirklich durcheinandergewirbelt worden. Es hieß innerhalb von wenigen Wochen, alles, was wir vorher sozusagen physisch gemacht haben, in den digitalen Raum zu verlegen. Das war eine richtige Kraftanstrengung. Ich finde es ganz bewundernswert, wie durch die Region hindurch, auch in diesen harten Rahmenbedingungen, ne, von Madrid über Paris, über Luxemburg, Brüssel, wie das gestemmt wurde. Und jetzt müssen wir sehen. Ja, natürlich ist es so, wirtschaftlich ist es schwierig für Leute, auch ne, jetzt auf die Dauer hin. Wir merken, dass die Nachfrage, der Bedarf wirklich im Moment nicht der ist wie vor der Krise, und wir müssen auch sehen, wie sich das entwickelt. Also es ist nicht einfach. Stellen Sie fest, wenn ich das nochmal kurz nachfragen darf, weil Sie auch erwähnt haben, Madrid, Jugendarbeitslosigkeit in Spanien weit über 40%, fast an der 50%-Marge. Stellen Sie fest, dass es da ein Interesse gibt an der deutschen Sprache, dass man sagt, Mensch, der deutsche Arbeitsmarkt könnte vielleicht eher noch eine Rettung sein als der spanische im Moment. Stellen Sie sowas fest oder schlägt sich das nicht nieder? Ich glaube, das können wir im Moment noch nicht sagen. Das war ja damals in der Krise nach 2009, 2010, wo wir genau das gemerkt hatten, dass natürlich Sprachenlernen Zukunft ist, gerade für junge Leute, und dadurch berufliche Perspektiven eröffnet werden können. Ich glaube, im Moment müssen wir abwarten, ob sich das so auch wieder darstellt oder ob nicht doch, und das ist auch etwas, was wir merken, dass leider im Zuge eben der Krise es auch wirtschaftlich im Moment schwierig ist für Leute, sodass dieses, kann ich mir das leisten oder was kann ich mir leisten, wo doch auch viele Existenzen wirklich sehr bedroht sind. Also das müssen wir sehen. Ja, wir tun auf jeden Fall unser Bestes, Ich würde mich gerne an Herrn Blondel wenden. Herr Blondel, ich habe auch diese Eurostat-Statistiken mir angeguckt, von denen Professor Lehmann sprach. Und die sehen für Deutschland eher bescheiden aus, was das Interesse an Fremdsprachen angeht. Ich habe mir das irgendwo ausgedruckt. Ich habe immer so ein Chaos, deswegen finde ich es wahrscheinlich jetzt nicht. Aber es war so, dass in der Bundesrepublik nur 1/3 der Schüler weiterführende Schulen eine zweite Fremdsprache lernt und laut Eurostat Deutschland auf dem 6. Platz liegt in der EU, weit unter dem EU-Durchschnitt, was das Interesse an Fremdsprachen an den Schulen angeht. Ganz oben auf Platz Nummer 1 ist Rumänien, dicht gefolgt von Finnland, und dann kommt ganz lange nichts und dann kommt Deutschland. Und ich wollte Sie fragen, stellen Sie das mit Blick auf die französische Sprache auch fest, dass, sagen wir mal, das Interesse hier in der Bundesrepublik Französisch zu lernen nachlässt und vielleicht auch in Ihrem Heimatland? Wie sieht es da aus? Lernen die Franzosen noch so begeistert Deutsch wie früher oder ist das auch rückläufig? Also die Deutsche, die ich kenne, habe hervorragende Sprachkenntnisse, aber es stimmt, das stimmt genau, was Sie sagen. Sie wissen, dass Präsident Macron hatte vorgeschlagen, dass jede Schüler und Schülerinnen in Europa 2 europäische Fremdsprachen lernt. Und es ist auch inzwischen ein Ziel von Europäischem Rat auch. Und es ist, ich muss sagen, in Frankreich sind wir hier mehr oder weniger da, und zwar die 2 Fremdsprachen sind Pflicht bis zum Abitur. Und es ist noch nicht der Fall in alle Bundesländer. Es stimmt. Also ich glaube, wir sollten mit meinem spanischen Kollegen öfter nach Bildungsministerium in den Ländern gehen, um zu sagen, wie wichtig es ist, wie wichtig Mehrsprachigkeit ist. Und zu erklären, es gibt viele Gründe, wir können darüber diskutieren, um eine Arbeit zu finden zum Beispiel. Sie haben Armin Laschet erwähnt. Er hat vor 2 Wochen war das Europäischen Sprachentag, und er hat ein kleines Video mit das französischen Bildungsminister gemacht und gesagt, dass
für 40% der französischen Unternehmen, es ist wichtig, Deutsch zu sprechen. Und das ist leider nicht so bekannt. Und umgekehrt, in Deutschland, also das französische Sprachraum ist für beinahe alle Bundesländer das zweitgrößte Handelspartner. Aber wer weiß das? Nicht so viele Leute. Also wir können noch viel mehr tun. Das stimmt. Ja, wie sieht die Situation aus Ihrer Sicht mit Blick auf Spanisch aus? Stellen Sie da in Deutschland ein wachsendes Interesse fest, weil viele Menschen ja mittlerweile begriffen hat, Spanien ist wirklich eine absolute Weltsprache. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wird von 500 Millionen Menschen gesprochen. Ich habe die Zahlen nicht parat in 22 Ländern. Sie können es mir bestimmt viel besser sagen. Stellen Sie fest, das ist auf dem Vormarsch oder wie sieht die Situation bei Ihnen aus? Ja, also die Zahlen für die Interesse an der spanischen Sprache wachsen, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Ganz besonders in Asien, in den USA, 70% der Universitätsstudenten, die eine zweite Sprache wählen Spanisch. Ja, das ist ganz klar. Also Spanisch ist ein Sonderfall in der europäischen Sprachen aus mehreren Gründen. Einerseits die Spanisch Sprechende bedeuten knapp 10% der europäischen Bevölkerung mit 40 Millionen über eine Gesamtbevölkerung von 450. Also es ist eine weitere Sprache hier in Deutschland, hier in den EU, innerhalb der EU. Aber weltweit ist, wie Sie gesagt haben, die zweitwichtigste internationale Kommunikationssprache nach dem Englischen. Und das wächst, das sehen wir nicht nur in den Instituten, sondern in den Interessen auch der Bundesländer, Verträge mit dem spanischen Erziehungsministerium abzuschließen. Also Sie sind nicht deprimiert geworden nach dieser tollen USA-Erfahrung, wo alle Spanisch lernen wollen und das die neue Sprache ist und die Gruppe der Latino ja auch politisch sehr, sehr stark ist. Und dann nach Deutschland zu kommen, wo es im Grunde genommen mehr in den Anfängen ist. Ja, also die Situation der spanischen Sprache in den USA kann man gar nicht vergleichen mit der spanischen Sprache hier in Europa oder mit der Vergangenheit in den USA. Heutzutage ist die spanische Sprache in den USA, kann man ja recht sagen, von der Trump-Administration attackiert. Bis zum Punkt, in dem die Cervantes sind, die 5 Cervantes-Institute in den USA praktisch zu, sage ich mal, politische Barrikaden verwandelt haben, die für die Interessen der Hispanics arbeiten in den USA. Also es gibt schon ganz große geografische Zonen in den USA, also die ganze East Coast, West Coast und den ganzen Südstaaten, wo Spanisch sehr stark gesprochen ist. In einigen Städten, Südstädten in den USA, sogar mehr als Englisch, in New Mexico zum Beispiel, in Kalifornien seit kurzem. Und wir hatten die Situation bis vor kurzem, in denen alle Kandidaten für die amerikanische Präsidentschaft immer sich bemüht haben, Spanisch zu sprechen und Werbung auf Spanisch zu sprechen, bis vor kurzem mit dem jetzigen Trump-Zäsur. Präsident. Ja. Sie sind mir aufgefallen, Herr Olmos, weil Sie in diesem Chor der Melancholie, der ja herrscht seitdem Covid ist, wo alle sagen, wir existieren noch, aber wir leben eigentlich nicht mehr richtig und furchtbar und wir können es nicht mehr drücken und so weiter. Fallen Sie mir auf in Ihren Äußerungen eigentlich als sehr optimistisch. Sie sehen, also hatte ich fast das Gefühl, nicht, dass Sie es jetzt herbeigebetet hätten, aber Sie sehen das als Chance, auch Ihr Institut neu aufzustellen, digital. Nicht ganz. Also wir leiden auch unter den Konsequenzen von Covid. Wir haben auch viele Schüler verloren, also weltweit, auch hier in Deutschland. Und wir sind nicht in der glücklichen Situation vom Goethe-Institut zum Beispiel, wo das Auswärtige Amt kommt und sagt, okay, ihr habt jetzt viel weniger Einkommen, das verstehen wir. Ihr bekommt jetzt zusätzliche Mittel, um diese Krise zu
über diese Krise zu navigieren. Sie leben wirklich von den Einnahmen, die Sie haben? Ja, also 50% vom Staat und 15% von den eigenen Einnahmen. Diese Hilfe haben wir nicht bekommen. Und jetzt ist eine relativ große Diskussion in Spanien, was passiert jetzt in dieser Krisensituation mit dem Cervantes-Institut. Alle sagen, das ist eine Flaggschiff der spanischen Kultur. Nicht nur der Spanisch von Spanien, sondern Cervantes steht für Spanien und für Lateinamerika. Weltweit, und das ist eine ganz andere Konstellation als das Goethe-Institut in diesem Sinne. Also wir wissen nicht im Moment, wie die Zukunft des Cervantes-Instituts ist. Wir wissen, dass die Zukunft der spanischen Sprache gut ist. Aber wie Herr Lehmann gesagt hat, die deutsche Sprache ist kein Selbstläufer, die spanische Sprache auch nicht. Und das muss promoviert werden und ganz bestimmt in Europa, aber besonders in einigen Ländern, wo die Interesse ist, aber wo durch andere politische oder nationalistische Tendenzen bedrückt ist. Siehe Trump. Was hat es für konkrete Auswirkungen? Also sagen Sie, wenn das noch ein halbes Jahr so weitergeht, sind wir am Ende oder wie ernst ist es? Too big to fall, I would say. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, das ist ein Risiko. Also der Ehrenpräsident von Cervantes-Institut ist der König von Spanien und es ist eine ganz renommierte Institution innerhalb und außerhalb Spaniens. Das sehen wir gar nicht als eine Möglichkeit. Okay, das Schöne ist ja, dass wir digital sind und daran ist wiederum das Schöne, dass wir interaktiv sind und nicht nur ein Moderator sich irgendwelche Fragen auf eine Karteikarte schreibt, sondern eben unsere Zuschauer und Hörer und Hörerinnen sich äußern. Mehrsprachigkeit, das richtet sich an Herrn Olmos, gibt es auch in Spanien. Wie gehen Sie damit um? Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich habe am Anfang gesagt, Spanisch ist eine Sonderfall, weil in Europa und weltweit ist völlig anders, aber auch innerhalb Spaniens. In Spanien haben wir 4 Amtssprachen, also Katalanisch in Katalonien, Baskisch im Baskenland und Galizisch in Galizien und Spanisch in dem ganzen Territorium. Und da gibt es seit mehreren Jahren eine neue Politik der Verständigung unter diesen Sprachen, der Anerkennung aller Sprachen und das ist ganz wichtig, besonders wenn jetzt auch nationalistische Tendenzen vorkommen. Wir haben zum Beispiel vor 2 Wochen hier in unserem Institut in Berlin mit dem Präsidenten des Cervantes-Instituts eine Veranstaltung gemacht mit allen Leitern von Kulturinstituten aus Katalonien, Baskenland, Galizien und Spanien. Da haben wir eine politische Agenda, in der wir verschiedene Projekte vorantreiben. Aber lassen Sie mich für seine Zuschauer Folgendes sagen. Es geht in allen diesen Veranstaltungen nicht nur um die eigenen Interessen zu verteidigen, sondern auch von den anderen zu lernen. Das macht beispielshaft das Goethe-Institut und wir haben vom Goethe-Institut in diesem Sinne viel gelernt von diesem Zwei-Bahn-Straße-Konzept. Und wie kann man das anwenden an diese konkrete Frage? Wir haben jetzt verstanden, durch diese politische Agenda mit den anderen Kulturinstituten, dass wir spanisch sprechende Spanier in Spanien uns viel mehr öffnen sollten für die Leute, die Katalanisch, Baskisch oder Galicisch sprechen. Also nicht nur, dass wir sagen müssen, okay, das ist alles gut, kein Problem, aber Spanisch muss behalten werden. Das muss das auch sein, aber das reicht nicht nur. Es muss auch sein, dass spanisch sprechende Spanier Interesse zeigen, sich öffnen, um Katalanisch zu lernen, Baskisch oder Galicisch. Und das ist eine ganz großer Schritt
in der Sprachpolitik innerhalb Spaniens. Das ist extrem politisch. Ne? Denn in dem Moment, wo ich anfange, die Sprache des anderen, die Mentalität mehr zu verstehen, da werden ja dann Fronten aufgeweicht, auch im Grunde genommen, im besten Fall. Ja, es ist leider so, weil also diese nationalistischen Tendenzen sind nicht nur in Osteuropa zu sehen oder in den USA oder in Brasilien, sondern auch in unseren Ländern, auch hier in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien und natürlich in Spanien aus verschiedenen Perspektiven. Also der Punkt ist, dass die Katalanen zweisprachig sind, die Basken auch, die Galizen auch und die Spanier müssen sich auch dazu öffnen. Aber wichtig ist, dass dieser Geschenk der Zweisprachigkeit auch nicht von nationalistischen Tendenzen verloren wird. Und es gibt auch dieses Risiko, weil es gibt auch politische Gruppen, die meinen, ja, wir müssen nur Katalanisch oder nur Baskisch oder nur Galicisch in unserem Land sprechen und nicht mehr Spanisch. Und das finden wir natürlich ein großer Fehler. Aber unsere Rolle ist nicht nur das zu deuten, sondern auch unsere Hausaufgabe zu machen. Ich kenne das Phänomen, wenn ich das sagen darf, so ein bisschen aus Belgien, wenn Sie in Flandern anrufen und anfangen Französisch zu sprechen, dann wird manchmal in der Hotelrezeption aufgelegt. Und wenn Sie dann wieder anrufen, Leute Englisch sprechen, dann ist alles okay. Also das ist schon manchmal ganz interessant. Die nächste Zuschauerfrage. Herr Blondel und Frau Kaschelmoni, vielleicht an Sie beide. Wie sehen Sie die interne Sprachregelung in der EU? Stichwort Arbeitssprachen. Es gibt ja, wenn ich das noch aus Belgien kurz sagen darf, aus der Wallonie, manche, die klammheimlich den Brexit wünschen, weil sie sagen, dann wird endlich die Sprache Molières wieder auch innerhalb der Europäischen Union viel wichtiger werden. Dann wird das die Kernarbeitssprache. Also Frage, wie sehen Sie die interne Sprachregelung? Ja, wir werden natürlich alle noch ein bisschen Englisch sprechen, aber ich glaube, dass Mehrsprachigkeit ist wirklich eine Grundlage des europäischen Bürgerschaft. Und diese Sprache, diese Arbeitssprache-Dinge ist wirklich wichtig. Ich habe auch in Brüssel in unserer ständigen Vertretung gearbeitet und ich habe so viele Beamten und Diplomaten, die perfekt Deutsch oder Französisch sprachen, aber leider nur Englisch benutzen. Und ich glaube, es ist kein tolles Vorbild, weil Mehrsprachigkeit ist so wichtig für die EU. Wir sollten auch unsere eigenen Sprachen benutzen. Und okay, Brexit wechselt nicht alles, aber doch vielleicht ein kleines bisschen und wir könnten mehr tun, sicher. Frau Kaschelmoni, Ihre Erfahrung zu der Frage, wie sehen Sie die interne Sprachregelung in der EU? Ich finde, die Sprachregelung in der EU ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man eben Sprachenvielfalt fördern möchte und auch fördern kann. Ich meine, es klingt ja eigentlich Wahnsinn, 24 Amtssprachen, über 60 Regional- und Minderheitensprachen. Da denkt man ja, warum dieser Aufwand? Aber ich glaube, wir haben ja auch dafür viele gute Argumente gehört. Es ist total wichtig, dass wir genau diese Vielfalt fördern und erhalten, also erhalten und fördern und ausbauen. Und ich fand es sehr schön, dass Herr Olmos vorhin vom Geschenk der Zweisprachigkeit sprach, weil ich glaube, genau so ist es. Ich glaube, Mehrsprachigkeit, 2, 3 oder noch Mehrsprachigkeit ist wirklich ein Geschenk, wie gesagt, im Sinne der Verständigung, der interkulturellen Verständigung, im Sinne der Fähigkeit oder der besseren Fähigkeit zum Umgang mit Diversität. Ganz wichtig für uns heute zu sehen, dass Vielfalt, Diversität keine Bedrohung ist, sondern eine Tatsache und im guten Fall wirklich eine Bereicherung, ein Atout sozusagen. Und deshalb denke ich, der ganze Effort der Europäischen Union lohnt sich. Der Effort, eben diese Mehrsprachigkeit entsprechend auch mit den Übersetzungen, mit den Leuten, die damit beschäftigt sind, zu fördern. Frau Kaschelmoni, haben Sie das Gefühl, dass Brüssel das Geschenk seiner Internationalität eigentlich wahrnimmt und dass es wirklich dort die nationalen Blasen durchbrochen werden und es dort wirklich mehr den Blick zum Nachbarn gibt, mehr internationale Kommunikation? Oder ist es auch in Brüssel letztlich wieder so, dass die Franzosen zusammenstehen, die Spanier, die Deutschen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube sozusagen, in der europäischen Blase mischt man sich doch sehr gut. Aber es gibt, und ich glaube, da ist Brüssel so wie auch andere Orte auf dieser Welt schon so, dass es dann auch wieder zwischen diesen internationalen oder europäischen Leuten, Gemeinschaften, dass das manchmal doch auch weiter weg ist zu der Vorortgemeinschaft, also sozusagen den Wallonen, den Flandern der lokalen Bevölkerung in Brüssel. Da merkt man, das mischt sich manchmal nicht so gut und ich glaube, das könnten wir in der Tat noch mehr unterstützen. Also ich habe, wenn ich das als eigene Erfahrung einbringen darf, jetzt aus journalistischer Sicht, bin ich erstaunt, wie stark wir uns in nationalen Blasen noch bewegen, obwohl wir gerade als Journalisten ja offen sein sollten und Ja, dann lade ich neugierig, doch Sie sehr ein. stark unter uns, also jetzt im Fall den Deutschen, den Briten, den Italienern, den Franzosen. Mit Katrin Mehr haben wir manchmal Kontakt, weil der einfach so bekannt ist, dass man an dem nicht vorbeikommt, dem Korrespondenten der Libération. Aber im Grunde genommen ist das erstaunlich national. Und ich denke manchmal, Mensch, das ist so ein Geschenk, in so einer internationalen Stadt zu sein. Und warum nutzen wir das nicht mehr? Und die Kollegen, die manchmal Erkenntnisse, die sie aus Hintergrundgesprächen haben, aus Deutschen, ins Englische übersetzen oder ins Französische oder ins Niederländische und ihren Kollegen aus den Ländern zuspielen, bekommen dann oft im Gegenzug auch von denen, das sind ja keine geheimen Informationen, aber sagen wir mal vertrauliche Informationen. Und das ermöglicht dann einen ganz anderen Blick auf den EU-Gipfel. Wie denken die Holländer eigentlich über die Rechtsstaatsfrage? Wie denkt eigentlich der französische Präsident darüber? Kümmert ihn das? Kümmert das nur in Deutschland? Und das wird erst, wenn man wirklich mehrsprachig unterwegs ist, vielleicht etwas transparenter. Aber ich soll hier fragen und nicht rumerzählen. Deswegen frage ich jetzt Herrn Olmos. Ich hatte bei Ihnen das Gefühl, dass Sie sich über neue digitale Präsentationsformen Gedanken machen für das Cervantes-Institut. Können Sie uns da ein bisschen was sagen? Gibt es Sachen, wo Sie sagen, Mensch, das ist gar nicht schlecht oder das sind pointierte Formen, die wir auch nach Covid noch beibehalten können? Ja, ich glaube, dass also diese digitale Formate, die wir in denen wir uns in 48 Stunden umgewandelt haben, weil das war wirklich so, das wird bleiben in der Zukunft. Aber diese digitale Format, die zum Beispiel diese große Vorteile hat, wie diese Präsenzveranstaltung auch parallel digital verbreiten zu können, kann wirklich nicht diese persönliche Kontakt mit den Künstlern, mit den Schriftstellern, also wir leben von Gesprächen und das, was wir jetzt hier haben, können wir nicht hinter einem Bildschirm genauso haben. Und das, also wir haben vieles über Digitale gedacht, auch von anderen Instituten gelernt, viel in der Praxis gebracht und wir werden das behalten. Aber ich glaube, dass wird langfristig gar nicht genug. Und wir erhoffen uns alle, dass das alles hier so bald wie möglich vorbei ist und dass wir zu diesem menschlichen Kontakt zurückkommen können. In der Tat. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Frau Kaschelmoni im schönen Brüssel, bei Cyril Blondel hier im nicht minder attraktiven Berlin und bei Ignacio Olmos für die Diskussion und wünsche Ihnen viel Erfolg. Drücke Ihnen alle Daumen, dass Sie es wirklich gut schaffen, auch ohne diese großzügige Förderung durch Auswärtiges Amt. Und Herr Blondel wünschen wir, dass viele Deutsche Französisch lernen und umgekehrt viele Franzosen natürlich auch Deutsch. Und bedanke mich bei Ihnen erstmal. Vielen Dank. Wiedersehen. Jetzt gucke ich auf meinen Plan und gucke zu Frau Professor Gogolin und bitte Sie an meine rechte Seite. Auch der Stuhl ist auch schon perfekte Choreografie. Frau Professor Gogolin hat mit mir eins gemein. Sie kennt das Ruhrgebiet. Sie war Kollegin von mir. Sie hat für die NRZ, also eine Zeitung in Essen, gearbeitet. Uns verbindet noch etwas. Wir haben beide, wie man das im Ruhrgebiet sagt, auf Lehramt studiert. Aber Frau Gogolin hat mich dann um Lichtjahre abgehängt und ist eben mittlerweile Professorin an der Universität Hamburg, beschäftigt sich, ich habe mir das aufgeschrieben, multilingual, das ist schon mal richtig als Stichwort, Zweisprachigkeit, ist großer Fan der
Zweisprachigkeit, wenn ich das so sagen darf. Ich habe mir auch eine Karteikarte über Sie angelegt, aber weil das hier so chaotisch ist, genau, hier habe ich es. Professorin für interkulturelle Erziehungswissenschaft, Forschungsschwerpunkt sprachliche Bildung, Mehrsprachigkeit, interkulturelle Pädagogik. Frau Professor Guggelin, herzlich willkommen. Ich wollte Sie, um mal so ein bisschen das Teufelchen zu spielen, mit einer These von Hendrik M. Broder konfrontieren, der ja auch hier in Berlin lebt und ja Bücher über die EU geschrieben hat, die nicht ganz so begeistert waren. Und als Grund für seine Begeisterungsdefizit für den Zustand der EU hat er gesagt, was kann denn schon so aus so einem Laden werden, der keine gemeinsame Sprache hat, kein gemeinsames Narrativ und keine europäische Identität. Da kann ja eigentlich nicht viel bei rumkommen. Und genau, Sie sind Fan der Mehrsprachigkeit und er sieht das sozusagen als Stigma der EU. Was würden Sie ihm antworten? Also zunächst würde ich ihm antworten, dann hat er historisch einfach nicht aufgepasst, weil die vielsprachigen Regionen waren immer die Regionen, die am Ende gewonnen haben. Die kulturell vielfältigen Regionen waren am Ende immer die Regionen, die gewonnen haben. Einheitlichkeit ist immer für kleinere Regionen ein Erfolgsrezept gewesen, aber nie für größere. Also denken Sie an ganz große Staatengemeinschaften wie, was weiß ich, wie die Österreich-Ungarn oder so. Es hat historisch nie an Sprachen gelegen, wenn eine Nation nicht erfolgreich ist. Nicht an den Sprachen, es liegt an ganz anderen Sachen. Also es ist nicht USA, Englisch, der Hammer. Naja, wir haben es ja vorhin gehört. Ne? Ja. In den USA ist Englisch eine Sprache, eine wichtige, wie in Deutschland Deutsch eine wichtige Sprache ist, aber sie ist absolut nicht die einzige. Sie haben auf meiner Website nicht gesehen, aber ich werde mir jetzt auf die Website mal draufschreiben. Ich komme aus einer Universität, an der die Studierenden ungefähr 300 Sprachen sprechen. Da bin ich auch stolz drauf. Die können natürlich auch alle gut Deutsch. Und ich bin auch froh, dass die alle gut Deutsch sprechen. Deutsch ist meine Lieblingssprache, muss ich hier bekennen. Ich finde es so schön, dass das Goethe-Institut inzwischen auch Deutsch als Lieblingssprache anerkennt und trotzdem die Mehrsprachigkeit. Wir haben einige Broschüren mit Ihnen gemeinsam gemacht. Die Mehrsprachigkeit, die auch eine Quelle ist für das Deutsche. Wenn die deutsche Sprache so vital ist, wie sich das in den Zahlen ausdrückt, die vielen Millionen Wörter, die wir jetzt haben, dann hat es natürlich auch was damit zu tun, dass wir uns Wörter einverleiben aus anderen Sprachen. Und das ist ein Grund dafür, dass Sprachen vital bleiben, weil sie nämlich grenzüberschreitend sind, weil sie sich mit anderen Sprachen zusammentun. Und das ist historisch immer schon so. Also ich sehe eigentlich meine Leidenschaft, wenn ich das noch so sagen darf. Am Anfang war von der Leidenschaft mal die Rede. Meine Leidenschaft gilt eigentlich diesem Wunsch, dass man Mehrsprachigkeit etwas entspannter betrachtet, als das gegenwärtig der Fall ist. Wo immer noch gesagt wird, also einsprachig ist vernünftig und dann lernt man was richtig und mehrsprachig ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dass man die europäische Mehrsprachigkeit mit 24 Sprachen ist ja in Wirklichkeit gar nicht vorhanden, denn in Europa leben Menschen aus allen Staaten der Welt. Also Deutschland hat Einwanderung aus 190 Staaten. Wie viele Staaten gibt es in der Welt? Sie müssten es wissen. 200, ich weiß nicht, 210, glaube ich. Manche teilen sich auch noch und so, aber es ist etwas über 200. Ja, die UN sagt sowas wie 196. Ja, also nicht alle drin. Nö. Aber das heißt aber, die Welt lebt in Deutschland. Das heißt, die Welt lebt in Europa und die Welt bringt ihre Sprachen mit nach Europa. Und ich bin so froh, das Deutsche ist nicht gefährdet. Das Deutsche ist eine vitale Sprache, eine Sprache, die sich bedient aus all diesen vielen Sprachen. Ich fand es so schön vorhin, Ihre 3 Einspielungen von den Kollegen, die so viel Optimismus an die deutsche Sprache heranbringen. Ich selbst bin in Brüssel nicht so viel zu Hause, aber oft in Straßburg, weil ich mit dem Europarat viel gearbeitet habe. Und da ist die Kommunikation zwischen den Kollegen, die da in den Gängen rumlaufen, die ist vielsprachig. Natürlich haben die gemeinsame Verständigungssprachen, aber in der Situation, in der der eine mal gerade, in dem einem ein Wort nicht einfällt, dann hilft der andere aus. Und ich glaube, dieses entspannte Umgehen damit, dass man eigentlich
Mario Wandruschka hat gesagt, es gibt keinen einsprachigen Menschen und ich finde, der Mann hat recht, dass man eigentlich, sagen wir, aus der Vielfalt der Sprachen sich für seine eigene Kommunikations- und Verständnisfähigkeit bedienen kann. Diese entspannte Haltung, die wünsche ich mir. Haben Sie, ich weiß nicht, Sie haben ja meinen Traumberuf, ne? Ich wollte ja mal Journalistin werden. Sie waren es ja am Anfang. Ich war es. Sie hätten weitermachen können. Ja, aber dann ist der Zufall irgendwie dazwischen gekommen. Aber ich weiß nicht, ob Sie das noch schon gelernt haben. Also ich habe das gelernt in meiner journalistischen Ausbildung. Seit wann es die Vorstellung überhaupt gibt, dass Sprachenlernen was Schwieriges ist? Das weiß ich nicht. Also sagen Sie es mir? Ich weiß nicht, weiß es jemand aus dem Publikum? Also das ist eine relativ neue Erfindung. Das ist eine Erfindung, die ist im 19. Jahrhundert, frühes 19. Jahrhundert. Und es hat was zu tun mit der Entwicklung von Bildungssystemen. Und in Bildungssystemen wurden Sprachen gelehrt, während sie ansonsten als Verständigung, als Bildungssprachen dienten. Dass das Deutsche eine Bildungssprache sein kann, ist ja noch gar nicht so lange durchgesetzt. Ne? Es hat 100 Jahre gebraucht, bis die Menschen im 19. Jahrhundert davon überzeugt werden konnten, dass das Deutsche auch eine Bildungssprache sein kann. Aber mit der Profession von Lehrkräften für das Unterrichten von Sprachen kommt diese Idee auf, historisch kann man wunderbare Texte lesen, dass Sprachenlernen was Schwieriges ist. Und ich finde, an dieser Idee muss man ein bisschen arbeiten, weil Sprachenlernen ist in der Tat schwierig. Man muss investieren in Sprachenlernen, aber es ist auch zugleich leicht, wenn man es mit Verstand macht. Wir kommen ja, oder wir kennen beide das Ruhrgebiet. Und wir haben im Ruhrgebiet Klassen, wo sagen wir mal 90%, 95% einen nicht-deutschen Hintergrund haben. Flüchtlinge, Migranten etc. pp. Und ich erlebe in der Region Europas einen starken Angriff auf die Mehrsprachigkeit, weil die Lehrer sagen, die Kinder sprechen zu Hause Türkisch oder was immer sie sprechen oder Farsi oder sonst was und kommen zu uns in die Klassen und können nur sehr, sehr wenig Deutsch. Und es gab ja im Sommer hier sogar in der Bundesrepublik eine Diskussion darüber, die müssen erstmal Deutsch lernen, bevor sie überhaupt in die Schule dürfen. Ja. Das heißt also ein starker Angriff auf Mehrsprachigkeit. Es ist jemand sehr wohl gelitten, dessen Mutter Französin ist und der Vater Deutscher oder die Mutter ist Spanierin, der Vater ist Deutscher. Das ist alles toll, das wird als Bereicherung, tolle Mehrsprachigkeit. Aber wenn jemand Türkisch, Arabisch, whatever spricht, dann wird es eigentlich eher negativ, so erlebe ich es jedenfalls gesehen, als Hindernis auf dem Weg, Deutsch zu lernen. Also ich mache ja Forschung zu diesem Thema, ich möchte Ihnen aber jetzt keinen Vortrag halten. Mehrsprachigkeit ist kein Hindernis. Im Gegenteil, wir haben wirklich sehr substanzielle Ergebnisse, jetzt bei ungefähr 2000 Jugendlichen, gerade in den letzten Wochen, dass eigentlich die Fähigkeit, eine Sprache zusätzlich gut zu sprechen und zu schreiben, nichts von den Fähigkeiten für die andere Sprache nimmt. Im Gegenteil, Sprachen, wenn sie gut gelernt werden, beeinflussen einander positiv. Wenn sie gut gelernt werden, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn sie gut gelernt werden. Ja, also zum einen, was Sie ansprechen, das ist natürlich, Sprache ist irgendwie gar nichts Unschuldiges. Der Zusammenhang, Sprache hat immer auch mit Macht zu tun. Und das ist ja das, was Sie ansprachen, dieses Ansehen von sprachlichen Fähigkeiten oder von Sprachen hat was mit Macht zu tun. Historisch sind bestimmte Sprachen besser angesehen als andere Sprachen. Es gibt so wunderbare Experimente, dass man Personen zum Beispiel Stimmen von Sprecherinnen und Sprechern vorspielt und denen dazu eine Geschichte erzählt. Also zum Beispiel sagt dieses Kind hier ist der Sohn eines Professors und dieser Professor kommt aus Frankreich und die leben jetzt in Deutschland und hören Sie mal, ist das Kind ein guter Sprecher oder ein schlechter Sprecher? Wenn Sie demselben Tonband die Geschichte beigeben, das ist ein türkischer Arbeiter, der Vater, und die Mutter kann gar kein Deutsch und wie schätzen Sie das ein? Dann ist es garantiert so, dass das Kind des Professors, obwohl das dasselbe
Tonbeispiel ist, das Kind des Professors besser eingeschätzt wird als das Kind des türkischen Arbeiters. Also diese Einschätzung von Sprachen, von sprachlichen Fähigkeiten hat immer was damit zu tun, wie man die Person einschätzt, wie man die Bedeutung der Person einschätzt oder eben auch die Bedeutung einer Region, eines Machtverhältnisses, eines ökonomischen Verhältnisses etc. Also in diesem Sinne ist Sprache nicht unschuldig, nur sie kann auch nichts dafür. Es liegt nicht an der Sprache, sondern es liegt einfach in dem Kontext, in dem Sprache sich befindet, wie sie eingeschätzt wird. Sie haben eben gesagt, wenn ich das kurz zwischenfragen darf, wenn eine Sprache richtig gelehrt und gelernt wird, nehmen wir das türkische Kind in Duisburg-Marxloh oder in Essen, Altenessen, dann hindert das nicht daran, dass es auch gut Deutsch lernt. Aber ist das nicht der Punkt, dass dann wirklich Türkisch auch richtig gelehrt werden muss in Schrift und in Sprache und in Lesen, dass in der Schule das auch dann getan werden müsste? Naja, also es muss zweierlei passieren. Das eine ist, dass man wenn man mehrsprachig aufwächst, wie das diese Kinder ja meist tun, also zweisprachig mindestens, meist mehrsprachig, dass man dann Sprachgewohnheiten entwickelt, die einfach an dieser Sprachkonstellation hängen. Wenn sie eine Sprache, einfach physische Zusammenhänge, man hört nach den Sprachen, die man am meisten gewöhnt ist zu sprechen, oder man spricht so, man artikuliert so. Also wir haben zwei wunderbare Sprecher hier gerade gehabt mit französischem Hintergrund und spanischem Hintergrund und so ein ausgezeichnetes Deutsch. Aber ich hätte jederzeit sagen können, dass sie nicht Deutsch als Erstsprache sprechen. Und das ändert ja nichts daran, dass sie ausgezeichnet Deutsch oder Spanisch sprechen. Das hat was damit zu tun, dass man ein Kind kommt auf die Welt und kann alles, was sprachlich möglich ist. Aber im Laufe des Spracheaneignens, des Sprachenlernens, entwickelt sich quasi physiologisch die Fähigkeit zu hören, die Fähigkeit zu artikulieren auf das zu, was seine Sprache ist. Also irgendwann kann man zum Beispiel bestimmte Laute nicht mehr hören. Ich bin nicht in der Lage, zum Beispiel, ich habe es versucht, Chinesisch zu verstehen, obwohl ich die Wörter, wenn ich sie geschrieben sehe, verstehe, weil ich einfach nicht mehr die Hörfähigkeit habe, um die Tonhöhenunterschiede zu hören. So, jetzt kommt dieses Kind in die Schule, hat eine türkisch-deutsche Herkunft und dann lernt es Deutsch schreiben. Und das ist wunderbar. Das Schreiben des Deutschen wird anhand einer Vorstellung von der regulären Lautierung des Deutschen gelehrt in der Schule. Jetzt kommt das Kind aber vielleicht auch mit der Vorstellung von türkischen Lauten in die Schule und dann hört es nicht, was es schreiben soll. Dann hört es das einfach nicht. Wer von Ihnen kann Türkisch? Wenn Sie einen Stift zur Hand haben, schreiben Sie einfach mal so ein Wort wie Kırmızı. Wenn Sie nicht wissen, wie es geschrieben wird, also wenn Sie die Konvention nicht kennen, können Sie das nicht schreiben, obwohl Sie alle, ich würde mal annehmen, wirklich kompetente Sprecher und Schreiber ihrer Sprachen sind. Das heißt, es hängt an Gewohnheiten und darauf müsste eigentlich im Unterricht des Deutschen jetzt für die Kinder mehr Rücksicht genommen werden. Da kommt aber nicht nur das Türkische ins Spiel, sondern von mir aus auch ein Dialekt, ein regionaler Dialekt. Oder lokale Varianten wie etwa das Ruhrgebietsdeutsch, das ja auch bestimmte Lautungen hat, die zum Beispiel sich gar nicht in dem Sinne schreiben lassen. Also diese sprachliche Variationsbreite, mit der Kinder sowieso in die Schule kommen, die ist gerade im ersten Sprachenunterricht relativ wenig berücksichtigt. Das müsste man mehr machen. Das ist auch in der Lehrerausbildung gar nicht drin. Ne? Es kommt darauf an, wo Sie studieren, also bei mir schon. Prima. Ich überweise alle zu Ihnen. Nein, wir haben tatsächlich in Hamburg, oder es gibt einige Standorte in Deutschland, wo wir schon seit längerer Zeit ganz, ganz intensiv an diesen Themen arbeiten. Okay, denn ich glaube, das ist gesellschaftspolitisch schon wichtig. Ne? Weil ich erlebe das sehr, sehr stark, dass gesagt wird, wir haben es eben gehört, Sprache muss gepflegt werden, deutsche Sprache muss gepflegt werden. Und da wird gesagt, selbst an der Uni können die ja kein richtiges Deutsch. Wir müssen ja Nachhilfekurse selbst an der Universität geben. Und da hat man da eher das Gefühl, es herrscht ein deutscher Sprachnotstand fast, der mit diesem Migrationshintergrund zu tun hat. Und denkt, was ist da los? Ist das Propaganda oder was ist das?
Also zum einen ist, glaube ich, wir haben eine Traditionsveränderung gehabt, so seit den 1980er Jahren, dass in den Schulen sehr viel auf das Mündliche gesetzt wurde und das Schriftliche ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Dann kommen die jungen Menschen in die Universität, da wird das Schriftliche von ihnen, da ist das Schriftliche im Zentrum. Also in der Universität müssen sie durch Lesen und Schreiben sich artikulieren und nicht, sie können schöne Vorträge halten, aber das ist nicht das, was im Zentrum steht. Ich glaube, das müssen wir wieder ein bisschen zurückdrehen. Also man hat die bildungs- und fachsprachliche Qualität in der Schule ein bisschen vernachlässigt. Merken Sie das an Ihrer Uni auch? Ja, ja, das merken wir auch. Aber es ist nun wiederum auch so, dass es eine historische Tradition ist, ich glaube schon seit den alten Griechen, dass immer die nächste Bildungsstufe auf die vorherige schimpft und sagt, die haben das nicht richtig hingekriegt. Also die Schule sagt, na, die hätten das ja im Kindergarten hinkriegen müssen, dass die jetzt alle ordentlich Deutsch können. Und dann das Gymnasium sagt, die hätten das ja in der Grundschule hinkriegen müssen. Also wir haben an der Uni Hamburg zum Beispiel die Lösung, dass wir Kurse für akademisches Lesen und Schreiben allen Studierenden anbieten. Also im Grunde genommen Deutschkurse? Deutschkurse, wenn Sie so wollen, sind das Deutschkurse, ja. Aber eben diese Variante des Deutschen, die Sie nicht auf der Straße lernen, weil da wird sie nicht benutzt. Okay. Nochmal der Blick auf die EU, weil das ist ja auch unser Thema, Sprachenförderung in der EU. Was steht auf dem Papier aus Ihrer Sicht und was ist die Wirklichkeit? Also auf dem Papier stehen viele schöne Wörter. Wir haben sie ja auch vorhin gehört. Diese Dreisprachenpolitik, die ist ja nicht neu, die europäische Dreisprachenpolitik, sondern die dürfte eigentlich, also sie ist überhaupt nicht realisiert in keinem der EU-Länder. Die Daten von Eurostat, die Sie vorhin berichtet haben, wir sind in Deutschland gar nicht so schlecht, wie das sich da liest. Wir haben einfach ein Bildungssystem, in dem nur ungefähr 50% oder nicht mal 50% der Kinder die zweite Fremdsprache bekommen, weil wir sie ja nur in den gymnasialen Schulformen oder vergleichbaren Schulformen haben. Okay. Und das heißt, dadurch sind wir insgesamt ein bisschen schlechter dran als viele andere Bildungssysteme. Aber tatsächlich ist die Unterstützung durch die Europäische Union für Sprachenlernen, das mehr, sagen wir mal, Lebendigkeit in dieses Thema hineinbringen würde, bis jetzt wird aus meiner Sicht ziemlich gering. Also um nicht zu sagen gleich null. Ein Problem, meines Erachtens ist ein historisches Problem, ist, dass man sich Sprachenlernen immer so vorstellt, als müsse, sagen wir mal, eine Sprache, die muss durch die ganze Biografie, das ist von mir aus auch richtig, hindurch gelernt werden und dann muss die nächste Sprache 2/3 der Biografie gelernt werden und die übernächste dann das restliche, weil ich weiß nicht, wie viel jetzt gerade noch übrig ist, die übrige Zeit. Das ist eigentlich gar nicht so besonders sinnvoll, weil es gibt viel Forschung, die zeigt, dass man dadurch, dass man länger Englisch lernt, gar nicht besser Englisch lernt. Ist die Intensität oder was ist es? Die am besten Englisch lernen, die haben meistens einen Aufenthalt in irgendeinem englischsprachigen Land hinter sich. Das sind die besseren Sprecher und das ist auch normal. Also die Schule alleine kann eine lebendige Sprachfähigkeit gar nicht so herstellen. Also man müsste sich eigentlich viel flexiblere Modelle vorstellen, in denen zum Beispiel Sprachen auch für kürzere Zeit unter funktionalen Gesichtspunkten mal unterrichtet werden. Ich muss ja nicht jede Sprache lesen und schreiben können und in jeder Sprache die Literatur können. Ich muss für bestimmte sprachliche Fähigkeiten reichen möglicherweise dann Anfangsgründe in der einen oder anderen Richtung für bestimmte Kommunikationszwecke. Das ist ja auch das, wie sich die Menschen im praktischen Leben, zum Beispiel in Straßburg, unterhalten miteinander. Die helfen sich in der Situation aus, in dem ihnen bewusst ist, dass keiner, wie viele Millionen haben wir? Kein Mensch auf der Welt kann eine Sprache ganz. 7.000 haben wir, glaube ich. Wörter, die wir haben. Also, warte. 5 Millionen? 5 Millionen waren ja. Wer kann die denn schon? Also es fehlt einem immer irgendwas und eine offene Haltung gegenüber Mehrsprachigkeit würde sagen, eine Möglichkeit für mich ist, mich so gut zu verständigen, wie ich kann, aber offen dafür zu sein, dass mir jemand anders helfen muss
und offen dafür zu sein, dass ich zum Beispiel mich anlehnen kann an andere Sprachen manchmal. Goethe reichten 100.000, vielleicht reichen auch nur 5.000. Ja, reichen auch mal. Also es ist überhaupt nicht bewiesen, dass diese Vorstellung von lange dasselbe tun auch das Beste ist. Und wir haben so tolle Chancen für Vielsprachigkeit und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir sie besser nutzen. Also ja, dem schließen wir uns herzlich an. Vielen Dank, Frau Professor Gogolin, dass Sie hier waren und war fast ein Schlusswort. Ich kann noch kurz hinzufügen, dass das hier ja nur die Auftaktveranstaltung ist und diese Auftaktveranstaltung Folgeveranstaltungen haben wird, und zwar immer donnerstags, am 15.10. die erste, unter dem Motto gemeinsam Europa wieder stark machen. Welche Rolle spielen Kommunikation und Sprachen in Europa? 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr, nächste Woche Donnerstag, 15.10. Und dann eine Woche später, das ist dann logischerweise der 22.10., ist es Deutschland, deine Nachbarn, und zwar die Nachbarn Benelux. Und dann nochmal eine Woche später, am 29.10. ist es Deutschland, deine Nachbarn Frankreich und Polen. Wir haben schon kurz über diese Konstellation des Weimarer Dreieck gesprochen. So, jetzt habe ich auf die nächsten Veranstaltungen hingewiesen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, auch nochmal beim Europanetzwerk Deutsch, beim Auswärtigen Amt, bei der Europäischen Kommission, dass wir hier sein dürfen, bei Margit Fender, die diesen Abend entscheidend mitgestaltet hat und einen Applaus verdient, auch wenn sie jetzt den Kopf schüttelt. Und ich darf überlasse die Bühne jetzt ganz gerne dem Pazifik Trio, das eigentlich ein Pazifik Quintett ist, und sie bringen uns nahe Ludwig van, richtig, Beethoven. Ganz herzlichen Dank. Die Bühne gehört Ihnen.
Reich mir die Hand, mein Leben, Don Giovanni vom Pazifik-Trio. Ganz herzlichen Dank. Ich war kurz davor, Zugabe zu rufen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ihnen einen guten Abend und bleiben Sie gesund. Bis dann. Tschüss.